Hallo und willkommen bei Arguably. Mein Name ist Mareisa Almassi. Mein heutiger Gast ist der Journalist und Autor Sascha Adamek. In seinem neuen Buch Unterwanderung untersucht er, wie islamistische Netzwerke in Deutschland Einfluss auf Politik, Bildung, Medien und öffentliche Debatten gewinnen konnten. Wir sprechen über die Moslembruderschaft, Parallelgesellschaften, staatliche Förderstrukturen, den Umgang mit Islamismuskritik und über die Frage, warum westliche Institutionen so oft zu spät erkennen, womit sie es zu tun haben. Bevor wir loslegen, abonniert bitte den Kanal, gebt dem Video ein Like und aktiviert die Benachrichtigungen. Eure Unterstützung hilft uns, weiterzuwachsen und mehr Gespräche wie dieses möglich zu machen. Sascha, schön, dass du da bist. Wenn du dein Buch auf einen einzigen Satz reduzieren müsstest, was ist die wichtigste Erkenntnis, die die Leser mitnehmen sollen? Ja, das ist natürlich, wenn man 304 Seiten geschrieben hat, schwierig. Ich würde sagen, es ist die Erkenntnis, die mich selbst auch beschäftigt, dass es hier einen Bereich gibt der Gesellschaft, der wenig ausgeleuchtet ist, vor dem viele auch Halt machen und der aus Gründen auch nicht problematisiert wird, nämlich der politische Islam, wo es nicht, um es ganz klar zu sagen, um die private Religionsausübung geht, sondern um einen Versuch von politischen Kreisen, die sich mit dem Islam umgeben, die sozusagen sich auf den Islam beziehen und auch berufen, die Gesellschaft, in der wir leben, umzukrempeln. Und das sollte uns besorgen. Und das ist eigentlich auch das Grundgefühl, das ich von vielen höre, die sich mit dem Buch beschäftigt haben, die es gelesen haben, die sagen, das besorgt einen. Was genau unterscheidet für dich den politischen Islam von einer Religion, von einer Glaubenspraxis? Ja, für mich ist eine private Religionsausübung tatsächlich Privatsache, über die ich auch nicht zu richten habe. Da kann ich mir meine privaten Gedanken zu machen, ob mir das gefällt oder nicht, ob mir das Menschenbild gefällt, dieser oder jener Religion. Das ist aber nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass hier tatsächlich versucht wird, unsere freiheitliche Gesellschaft anzugreifen, nach dem Muster von Staaten, die auch in ihrer Staatsdoktrin die islamische Religion führen. Und wenn man sich das anguckt, wenn man mal durch die Welt geht oder durch die Welt reist, in dem Fall war ich zum Beispiel einmal undercover in Katar, dann stellt man schnell fest, dass in keinem dieser Länder Menschenrechte, Demokratie gewürdigt werden, akzeptiert werden. Und deshalb unterscheide ich da sehr deutlich zwischen privater Religionsausübung und eben diesem politischen Versuch der Unterwanderung unserer Gesellschaft und am Ende des Tages auch einer Umkehr der Gesellschaft in den Bereich eines Scharia-geleiteten Gesellschaftssystems. Also ich würde dir da sogar minimal widersprechen, weil ich finde, Politik gehört eigentlich zum Islam. Das ist, weil ich komme ja aus einem islamischen Land, wie du weißt. Ich komme ja aus dem Iran. Und natürlich ist es auch eine Auslegungssache. Aber wenn eine Religion nicht reformiert ist, dann ist es schwierig. Wer hat jetzt recht? Welche Teile davon nehmen sie mit? Ne? Diese Radikalen oder diese Islamisten. Weil die berufen sich ja auch auf die Schriften. Ne? Und das halte ich für schwierig. Da kommen wir dann auch zu, also du beschreibst ja auch zahlreiche Fälle von Zwangsverheiratungen, Mobbing, sozialem Druck und so weiter und so fort in diese Parallelgesellschaften bei uns ja auch. Und warum fällt es unsere Gesellschaften so schwer, diese Realitäten zu thematisieren oder darüber überhaupt offen zu sprechen? Ich denke, dass wir halt so einen unbedingten Willen haben, tolerant zu sein, vielfältig zu sein und auch alle Ausprägungen von Menschen, die zu uns kommen, willkommen zu heißen, was ich für grundfalsch halte. Weil wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, wir wollen eine sein, ich möchte auch, dass wir eine sind. Aber dazu gehören eben auch Regeln. Und wenn dann quasi via dieser Religion hier Ideen ins Land getragen werden, die eben diesen Werten widersprechen. Du hast gerade davon gesprochen, die Achtung vor der Frau an sich, vor dem Menschen, würde ich einfach auch erweiternd sagen wollen. Wenn das sozusagen in Zweifel gezogen wird, weil man sagt, es gibt halt nur diese eine Instanz und es gibt den Koran, der quasi wortwörtlich ausgelegt wird. Es gibt das Vorbild eines Propheten, der mit 9 Jahren sich eine Frau genommen haben soll, wenn man dieser Überlieferung Glauben schenkt.
wenn man da all das subsumiert, sind es halt Ideen, die schlecht kompatibel sind mit unserem Wertesystem. Ja. Und das, finde ich, muss man sich anschauen, jedenfalls in dem Augenblick, wo es darum geht, dass auch ganze Generationen von jungen Menschen angegangen werden, teilweise auch mit religiösem Mobbing belegt werden, die ja zunächst mal Teil unserer Gesellschaft sind und die auch teilweise als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Deutschlands geworden sind. Und genau auf diese Communities zielen ja Islamisten. Ja, ja. Ich habe mal mit der Dalia Saida, die arbeitet ja auch als Analystin, ne? Bei ISGAP. Und sie ist Ägypterin, eine Ägypterin, die flüchten musste aus Ägypten, weil sie auch bekennende Zionistin ist und sich wahnsinnig gegen Antisemitismus und Israel-Hass in ihre Gesellschaft eingesetzt hat. Und sie sagte etwas sehr Interessantes. Sie sagte, dass die Mainstream-Muslime, die sind, wenn man sich das historisch anschaut, immer wieder, also sehr selten zu den Reformisten übergelaufen. Die sind immer wieder radikalisiert worden. Und das konnte sie in ihrer Gesellschaft auch diese Wellen immer wieder beobachten. Wenn man sich Ägypten in den 50er Jahren oder so anguckt, wo die Reformisten eine kurze Zeit dann auch die Oberhand hatten und wie schnell das wieder gekippt ist oder der Zustand des Nahen Ostens, finde ich, macht das schon Sinn. Und da komme ich wieder mit meinem Argument. Islam muss reformiert werden. Man kann nicht von Auslegung sprechen und ich will darauf bestehen. Das ist, wenn in der Schrift, was will man denn da deuten, wenn in der Schrift steht, Männer dürfen 4 Frauen haben? Das ist unmissverständlich, steht da drin. Oder dass eine Frau 50% erbt und die Männer doppelt so viel und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele solche Gesetze. Das ist ja eigentlich Scharia, ist ja im Koran und ist ja, heißt ja Gesetz eigentlich übersetzt, glaube ich, ne? Scharia bedeutet ja... Scharia ist das Gesetzessystem. Genau. Soweit ich das weiß, ist es also quasi nicht ein Gesetz selbst, sondern ein Werk von Gesetzen. Genau, aber die Gesetzgebung, genau. Wo man sagt, das wird abgeleitet direkt aus dem Koran und deswegen ist es Gott gewollt, Gott gegeben, darf nicht verändert werden. Das kennt man ja teilweise auch aus dem Christentum, das Christentum hat halt eben eine große Reformation durchgemacht und eine Grundkultur, die halt eine Trennung von Staat und Kirche und Religion vorsieht. Und von meiner Warte aus würde ich darauf bestehen, dass die eingehalten wird, diese Trennung, und nicht versucht wird, quasi uns Gesetze überzuhelfen. Und wenn du sagst, warum das so ist, dass der Islam immer dazu neigt, Menschen zu radikalisieren, dann liegt das natürlich daran, dass sie bestens organisiert sind. Und das ist ja das, was ich auch in meinem Buch zusammengetragen habe, dass eben es Strategien gibt. Es ist nicht nur im luftleeren Raum, man trifft sich nicht, um zu beten und diese Bestrebungen dienen auch nicht dazu, was ja an sich okay wäre, zu sagen, wir wollen Leute schützen, dass sie ihre Religion ganz privat und unangefeindet ausüben dürfen. Da würde ich sagen, ich persönlich hätte da gar kein Problem mit. Jede Religion sollte dieses Recht haben, solange sie sich nicht gegen die Menschenwürde richtet. Soll das passieren dürfen, aber darum geht's hier nicht. Es geht hier um systematische Unterwanderung unserer Gesellschaft, die damit beginnt, dass man eben gerade junge Türkinnen, junge Araberinnen angeht, dass sie sich eben nicht islamkonform verhalten, dass eben Maßregeln für den privaten Konsum von Essen, von Getränken auferlegt werden. Und da sind ja jetzt auch mittlerweile Geschichten geschehen oder sollen geschehen sein, die eben mit mir, also für mich mit Demokratie nichts mehr zu tun haben, dass Kinder jetzt schon sich umdrehen sollen, wenn sie in der Ramadanzeit ein Pausenbrot essen. Also wenn sich das so zugetragen haben sollte, wofür einiges spricht, dann ist sowas der Anfang vom Ende einer Unterwerfung auch unter diese Religion, die ja gar nicht unsere ist, mit der ich auch gar nichts zu tun haben möchte. Ich möchte aber nicht, dass diese Religion sich an Menschen vergreift, die mit uns hier leben und die unsere Bürger sind. Ja, aber diese Religion, was die Menschen hier im Westen nicht verstehen und was wir Iraner zum Beispiel oder auch andere Minderheiten aus dem Nahen Osten immer wieder runterbeten ist, diese Religion hat einen Herrschaftsanspruch. Es ist unmissverständlich im
in den Schriften drin. Da gibt's überhaupt keine Diskussion. Und es gab historisch Figuren wie den Atatürk, der reformieren konnte, der den Staat von Religion trennen konnte. Aber warum? Weil er auf den Ruinen des Osmanischen Reichs, also nach einem gescheiterten Kalifat, dann etwas Neues errichten durfte. Aber der Schah ist ja auch daran gescheitert, weil er sich dann, also in Iran, wenn wir uns das dann wieder historisch anschauen, weil er hat nicht auf den Ruinen der Qajar-Dynastie etwas gebaut, sondern der hat diesen Kleriker-Feudalismus oder wie man es auch nennen möchte, dieses schiitische System, Herrschaftssystem der Kleriker hatte ja quasi geerbt. Und das war wahnsinnig schwierig, da sich durchzusetzen. Er hat für eine kurze Zeit modernisiert und dann haben die Islamisten wieder die Oberhand gehabt und die Menschen auf ihre Seite gezogen. Wenn ich das richtig gelesen habe, war das ja genau exakt die Zeit, in der dieser Begriff dieser Islamophobie erfunden wurde von Khomeini. Mhm. Und in der ja quasi man gerade die Bestrebungen, Frauen zu befreien im Iran durch den Schah bekämpft hat. Und das war quasi der Moment, der wohl mit am meisten radikalisiert hat, dass die sich rausgenommen haben, das Recht einfach zu leben wie Männer. Also verbessere mich, ich habe es nur gelesen, du kommst aus dem Land, das heißt, dass diese Frauenfrage und diese Unterdrückung spielte wohl eine ganz große Rolle. Ja, also das war folgendermaßen. Es ging eine ganze Weile gut. Die Pahlavis haben ja 54 Jahre regiert. Und die schwierigste Zeit hatte sein Vater, der Reza Pahlavi Senior, der hat ja wirklich reformiert, der hat ja die Qajars quasi entthront und dann auch wirtschaftlich das Land vorangebracht. Wir hatten ja in Iran sehr viel, wir hatten große Missstände mit dem Schulsystem, sagen wir mal so. Es gab viele Analphabete. Und er hat auch ein Kopftuchverbot eingeführt. Er hat ein Wahlrecht für die Frauen eingeführt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat er viel für die Frauenrechte getan. Und sein Sohn hat das ja weiter fortgesetzt und für einige Jahre, vielleicht für 30 Jahre erfolgreich, also bis in die 60er. Und dann kam Khomeini. Und er hat ja schon in den 60ern angefangen zu destabilisieren, die Kleriker aufzuhetzen, die quasi die ruralen Gebiete. Ich erkläre das nochmal von vorne, wie das eigentlich ist, damit, weil sonst ist es so ein bisschen zerstückelt, dann verstehen das die Zuhörer nicht. Das System war folgendermaßen. Die Könige, die hatten keinen Zugang zu den ruralen Gebieten. Die hatten diesen Zugang nur über die Kleriker. Die aber waren unabhängig finanziell von der Monarchie, weil die Zakat und diese diese Steuersysteme finanziert haben. Und damit natürlich auch eine ziemliche Machtstruktur aufgebaut hatten. Über Jahrzehnte oder Jahrhunderte eigentlich, ne? Wenn man jetzt die ganze Qajar-Dynastie und die Dynastien davor, die islamischen, die türkischen, wir waren ja mehrmals besetzt als Land. Gab es eine säkulare Phase eigentlich im Iran, in Persien? Die Pahlavis haben die Säkularität dann eingeführt und die sind daran gescheitert. Ich habe das noch nie, ich habe viel islamische Geschichte auch studiert, privat. Und ich bin noch nie auf eine Phase gestoßen, die sich durchgesetzt hat. Auch in der Türkei, wo man glaubt, okay, da ist ja jetzt eine säkulare Staatsform aber so ist es auch nicht mehr. Also der Erdogan hat das ja komplett unterwandert, was Atatürk aufgebaut hat. Und im Grunde genommen symbolisch, als er die Hagia Sophia dann auch wieder in eine Moschee gewandelt hat, dann war ja klar, woher der Wind weht. Und das ist das, was ich immer wieder versuche oder auch andere Iraner oder
irgendwelche Ex-Muslime oder so, die hergeflüchtet sind oder überhaupt grundsätzlich Kurden, alle, die vor den Islamisten nach Deutschland oder in den Westen geflüchtet sind, die warnen davor. Es gibt keine, also ich will das jetzt nicht irgendwie zu überspitzt sagen. Lass mich die richtigen Worte finden. Man kann sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, das ist jetzt erledigt, das wird sich jetzt so halten, diese Gruppe ist jetzt moderat. Weil die werden sehr leicht immer wieder radikalisiert, weil die Schriften so eine Basis oder einfach alles dafür bieten. Die Radikalen können sich ja immer wieder auf die Schriften beziehen und sagen, ja, guck mal, das steht doch hier. Wenn es reformiert wäre, dann wäre es schwieriger. Worauf wollen sich? Die haben dann keine Legitimität mehr. Nur wie will man die Reformation denn einführen? Es gibt keinen Papst, also es gibt keine zentralisierte Autorität. Es gab bis 1925, glaube ich, gab es noch über 20 oder manche sagen sogar reden von 200 Versionen des Korans. Es wurde ja erst in den 20er Jahren kompiliert in Ägypten. Und zwar so, dass es auch der arabischen Nationalität gut kommt. Ja, also das ist sehr kompliziert. Und es ist immer politisch, weil die letzte Version wurde ja auch von Nationalisten mit bestimmten Zielen zusammengestellt. Und darüber sind, glaube ich, die Institutionen hier bei uns, vor allem die Politiker und so weiter, sind sehr schlecht informiert. Mhm. Da muss man viel mehr drüber auch aufklären. Ja klar, weil wir natürlich erstmal von woanders kommen. Wir kommen selbst aus einer Gesellschaft, in der man Religion grundsätzlich achtet und nicht als bedrohlich empfindet. Und wir kommen natürlich auch aus einer Geschichte. Bedauerlicherweise hat diese Geschichte ja auch sehr große Parallelen zum politischen Islam, gerade zur Muslimbruderschaft, wenn man sich anschaut, wie damals Himmler und Hitler paktiert haben mit dem Großmufti von Jerusalem. Es gab hier eine arabische Stimme, hieß das sogar, ein Sender in der Nähe von Berlin, der Hasspropaganda gestreut hat auf Arabisch, so wie das heute von Al Jazeera gemacht wird. Das heißt, es gibt eine sehr unheilvolle Parallelität absurd, ne? dieser Fanatiker, und die Übereinstimmung war, möglichst viele Juden umzubringen und das hat auch überhaupt nichts mit dem Konflikt in Nahost zu tun. Es liegt in der DNA dieser Islamisten, möglichst viele Juden umzubringen. Aber es ist ja auch kein Wunder, wenn es in den Hadithen steht. Da gibt's doch diese bekannten Stellen mit dem Juden, der sich... Ja, ich habe die gelesen. Ja. Ich habe die gelesen. Ich bin halt, wie gesagt, komme ich biografisch von woanders her. Es gibt auch das Alte Testament, was auch nicht gerade vor Menschenfreundlichkeit strotzt. Genau. Und wir haben aber immerhin im Christentum jemanden mit Jesus Christus, der quasi angetreten ist, diese Religion zu begründen und damit auch zu erneuern und als friedfertig darstellen zu lassen. Was natürlich nicht heißt, dass nicht im Namen auch von Jesus Christus wahnsinnig große Verbrechen verübt wurden in der Geschichte. Absolut, aber es wurde reformiert. Ja, es gab eine Reformation, aber woher die kommen soll, wie soll ich das beantworten? Ich denke, dass sowas nur durch eine gesellschaftliche, tiefgreifende Umwälzung stattfinden kann, dass gerade eben die am meisten betroffen sind, und das ist ja das, wo ich mir an den Kopf hacke, dass Linke, Grüne und SPD auf Seiten dieser Islamisten stehen, aber dass die am meisten bedrückt werden und unterdrückt werden, die Frauen, dass die im Grunde diesen Job erledigen müssen. Es wird nur so laufen. Wer soll es denn sonst tun? Ja, das stimmt. Und was ich total haarsträubend finde, ist, es sind muslimische Frauen, erstens, von denen wir sprechen, die ja angeblich schützen und ihr Recht auf freie Ausübung ihrer Religion. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist, die reden die ganze Zeit von Queer Rights und so weiter. Queers for Palestine. Ja. Ich stelle mir dann immer vor, wie diese Queers for Palestine, die hier so über unsere Straßen huschen, wenn die das Gleiche auch nur für eine halbe Stunde in Gaza machen würden,
Wie lange geht's denen dann gut? Was passiert mit denen? Was wäre deine Prognose? Minuten. Und dann? Und dann gibt's eine Rooftop-Party. Das klingt jetzt, ja, ich habe es jetzt überspitzt sarkastisch gesagt, aber so ist es. Aber In solche Iran Menschen würden doch mit dem Leben bedroht. Die werden doch auf Homosexualität steht die Todesstrafe, auch in Iran. In Iran wurden so viele gehängt, da muss man einfach nur googeln und man sieht auch die Bilder von den Opfern. Aber wie erklärst du dir diese Schizophrenie? Dass hier Menschen auf der Straße sind, die sich so ein Tuch umhängen, Kufia, und für Hamas und für Iran demonstrieren, für das iranische, nicht für Iran, für die islamische Diktatur im Iran. Und gleichzeitig müssten die doch wissen, dass sie selbst die Ersten wären, die so ein Regime wegrafft. Ja, aber ich glaube, es geht hier um ideologische Reinheit, die sie bewahren wollen. Diese Anti-Imps, also diese woken Anti-Imps, die sind ja ziemlich indoktriniert. Und ich kann immer wieder, das habe ich schon in vorherigen Podcasts, wenn wir reden oft über dieses Thema, habe ich das erwähnt. Die Vorträge von Juri Bezmenov sind ziemlich erhellend. Also der spricht ja von ideologischer Subversion. Das haben die ja in den 70ern schon angefangen, Ende 70er, Anfang 80er, die KGB. Und wie wir wissen, die Charta von PLO wurde ja in Russland im Beisein der KGB. Es ist ja alles, ich meine, diese palästinensische Identität wurde ja, und Arafat, der eigentlich ein Ägypter ist und auf einmal der Gottvater der Palästinenser ist. Es ist ja alles eine KGB-Erfindung, historisch belegt. In den 60ern wurde das ja unterzeichnet, also diese Charta in Moskau. Ich glaube, diese Befreiungsfront war nur eine weitere, ein weiteres Narrativ als Dorn im Auge des Westens. Und dann haben die dieses unterdrückte Narrativ weitergesponnen. Es war ja Südamerika und dann irgendwann ist es auch der Nahosten. Weil der Nahosten, alles schön und gut, aber das sind ja alles Fakten, die nicht stimmen. Also es ist ja einmal, wer wird denn in Gaza unterdrückt? Da werden die Palästinenser unterdrückt von der Hamas. Soweit sie nicht selbst übereinstimmen, werden sie umgebracht, schlicht auf die Straße gelegt. Aber damals war es ja PLO, aber die Narrative haben sich festgesetzt. Sascha. Ja gut, die Charta wurde ja auch nicht verändert. Oder sie wurde modifiziert, aber die alte Charta wurde meines Wissens nach nicht abgeschafft. Das heißt, das Ziel, Israel zu zerstören, ist nach wie vor auch Teil der Hamas-Charta. Und die Hamas-Charta ist ja noch viel, viel schlimmer. Was die gemacht haben, ist, sie haben das bis Ende 1980 haben die in Amerika und auch in Europa, aber mehr in England haben sie auch dieses Narrativ über die Bildungsinstitutionen verbreitet. Also die Schüler indoktriniert oder die Studenten. Aber dann hat es die iranische Regierung übernommen. Und was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, Khomeini in den 60ern hat ja auch, also wir kennen die Bilder, hat ja auch mit Palästina, die armen Palästinenser und so weiter und Israel, die Zionisten. Damit hat er ja auch für seine Sache geworben in Iran. Es ist immer Antisemitismus, womit die dann, ob es jetzt die Nationalsozialisten hier waren oder ob es jetzt die Islamisten da drüben sind, die auch unsere Faschisten sind. Man kann sagen, die Islamisten sind die Faschisten aus dem Nahen Osten. Ja, im Grunde ist das, was wir hier auf den Straßen sehen, ein Abbild dieser historischen Querfront aus Sozialisten, Nationalsozialisten, Islamisten, die alle dieser Judenhass eint. Genau, das ist genau der Kit, ne? Und ich glaube, dass die iranische Regierung, oder ich glaube es nicht, ich sehe es, die haben eben diese Masche, diese ideologische Subversion, wovon der Juri Bezmenov auch immer wieder erzählt hat, das haben die dann übernommen und weiter fortgeführt und das mit große finanzielle Unterstützung von Katar. Ja, klar. Und
Das wissen wir. Das ist alles ohne Katar gar nicht denkbar. Genau. Und du weißt es am besten. Genau, lass uns doch mal darauf kommen. Du hast ja die Moslem-Brüderschaftsstrukturen hier in Deutschland ja auch sehr gut untersucht. Und bei uns sind es aber, ich habe das Gefühl, es ist eher über die Türkei, ne? Und wir haben ja so DİTİB-Strukturen, wo aber auch Katar drin involviert ist. Das ist. Naja, man muss einfach sagen, vor 20 Jahren noch war DİTİB sicherlich ein Teil eines eher gemäßigten, einer Islamausübung durch türkische Menschen hier in Deutschland. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo, wenn wir einen Beitrag gemacht haben über eine Moschee, sind wir zu DİTİB, weil das war offen, das war auch nicht ideologisch, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Und diese Islamisierung der DİTİB ging ja einher mit der Islamisierung dem Versuch, türkische Menschen der zweiten, dritten Generation zu islamisieren. Und DİTİB ist eigentlich erst seit Erdogan, seit diesem Wechsel 2010 auch in dieses extrem politische Fahrwasser gekommen. Wobei man ja sagen muss, klar, das gesamte Geld von DİTİB kommt von der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Die bezahlt auch jeden Imam hier in Deutschland. Und auch die Zentralpredigten werden natürlich abgestimmt. Das war aber, es wird erst jetzt zum Problem. Und wenn du sagst Muslimbruderschaft, dann muss man ganz klar sagen, ich glaube, dass Erdogan ein Muslimbruder ist. Und es gibt ja auch seit ungefähr 10 Jahren den Deutschen Fatwa-Rat. Es gibt, der übrigens in Berlin-Neukölln gegründet wurde, in einem Hotel und zum Teil in einer Moschee, die gut bekannt ist in Berlin, wo man sich zusammentut, wo Leute aus Katar kommen, wo Leute von Diyanet kommen, wo man sieht, man will jetzt gemeinsam marschieren. Und das ist relativ neu. Gibt es erst seit 10 Jahren, dass eben die arabisch strukturierte Community sich zusammentut mit der türkisch strukturierten. Mit Milli Görüş, mit DİTİB, mit den Muslimbrudervereinigungen, wobei man ja sagen muss, Muslimbrüder sind halt eben nicht vereinsrechtlich strukturiert. Es gibt niemanden, der sich in Deutschland hinstellt und sagt, ich bin Muslimbruder. Es gibt keine Vereinsregister wie bei einem Schützenverein. Es gibt keine Strukturen wie bei DİTİB oder Milli Görüş. Insofern ist es ja so schwer, diese Verbindungen, diese Form des Extremismus greifbar zu machen. Sowohl für Medien wie auch natürlich für Sicherheitsbehörden. Wobei die natürlich, das werden wir sicherlich noch besprechen, aus politischen Motiven heraus auch zunehmend die Finger davon gelassen haben. Mhm. Aber was mich auch wundert, ist, wie sie sich in die ganzen Institutionen, die auch nicht muslimisch sind, also ich habe das Gefühl, es gibt Moslembrüder, die keine Muslime sind. Die sind aber nützlich, die sind Teil davon. Ich habe auch viel drüber gelesen. Es ist ja im Grunde genommen die größte, wie sagt man, es wird ja immer den Juden vorgeworfen, dass die irgendeine geheime, wie nennt man das, Secret Society sind oder so. Eigentlich ist die größte Secret Society die Moslembrüder aus meiner Sicht. Oder würdest du mir da nicht zustimmen? Und ich habe da auch noch eine Doku drüber gesehen von einem Franzosen, wie hieß der nochmal? Michel noch irgendetwas. Der die Katar-Doku gemacht hat, Katar Leaks, den Film. Da bin ich mir. Also auf jeden Fall waren es ja 2 französische Kollegen, die in den Genuss dieser Katar Leaks kamen. Das waren jemand, der in Katar offenbar sitzt und der hat die gesamten Papiere von Spendenanfragen aus Europa, es ging um insgesamt 300 Moscheen, sehr viel Geld geleakt. Und wir haben dann 2022 uns auch über diese Leaks hergemacht und dann festgestellt, dass im Grunde keine Moschee, die nichts mit diesem MB-Geflecht, jedenfalls ideologisch, zu tun hat, die klagen nämlich übrigens ganz gerne, wenn man sie mit der Muslimbruderschaft in einen Topf wirft, kein Cent kommt nicht aus Katar in dieser Hinsicht. Also Katar hat massiv Geld reingepumpt in diese Systeme, die sich natürlich nicht allein spendenbasiert finanzieren können in Deutschland. Und das System ist bekannt. Und das Interessante ist eben, dass sich einerseits diese Katar-finanzierten Moscheevereine und Strukturen zusammentun mit denen der Türkei Erdogans. Und wenn man das dann auf den Nahen Osten überträgt, mir haben mal Leute gesagt, die sich sehr gut in Israel auskennen,
Die haben gesagt, also wir wissen, der israelische Inlandsgeheimdienst weiß, dass tatsächlich die Hamas lange Zeit zur Hälfte aus Katar, zu anderen Drittel aus der Türkei Erdogans finanziert wurde. Das heißt, auch da trifft man sich wieder in der Finanzierung dieser Terrororganisation, die ja im Übrigen auch nicht freischwebend ist, sondern ihrerseits ein Abkömmling der Muslimbruderschaft. Vielleicht müsste man das nochmal deinen Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, dass die Muslimbruderschaft ja eine sehr alte Organisation ist, die aus Ägypten kommt, die antikolonial war, die sehr klerikal organisiert ist und die ja erst in Ägypten, indem sie dort auch verfolgt wurde, dazu geneigt hat, sich heimlich zu stellen, ne? Als Geheimorganisation aufzustellen, wodurch es ja so ist, dass eben in Europa niemand sagt, ich bin ein Muslimbruder. Und wenn man über jemanden sagt, du bist es, du gehörst dazu, du hast dort möglicherweise auch mal einen Eid abgelegt, da gibt es bekannte Figuren, die genannt wurden, die greifen dann auch sehr schnell zum Anwalt und verklagen einen. Ich habe jetzt nochmal gegoogelt, wie diese Doku heißt. Die heißt tatsächlich The History of the Muslim Brotherhood. Ist eine recht lange Doku, die dauert 1,5 Stunden und wurde von Michel Prazan produziert, beziehungsweise ich glaube, er hat auch Regie geführt. Und es ist wahnsinnig interessant, von Said Qutb bis, also wirklich alle werden erklärt, also ihre Vorgeschichte, wie sie sich vernetzt haben, ihre Vernetzung nach Iran, obwohl die ja eigentlich Sunnis sind, aber wie sie dann mit den Schiiten in Iran gemeinsame Sache gemacht haben. Eine ganz tolle Doku, kann ich sehr empfehlen. Und in diese Doku, da wird auch einer, der sich auch als Moslembruder bekennt, interviewt, der behauptet, dass man kein Moslem sein muss, um ein Moslembruder zu sein. Das fand ich sehr interessant. Aber ich erinnere mich nicht mehr ganz genau um jedes Wortlaut, wie in welchem Zusammenhang das kam. Das müsste ich dann nochmal nachgucken. Aber ich glaube nämlich, ich kann mich noch erinnern, es ging mehr oder weniger darum, wenn man der Sache dienlich ist, man kann mit denen Business machen. Ja, natürlich. So. Das ist deren Strategie. Genau. Allerdings würde ich jetzt vorsichtig sein zu sagen, man muss kein Muslim sein, um Muslimbruder zu werden. Die müssen einen Eid schwören, der gilt der Organisation. Ja. Und sie müssen aber vor allem eins, es wird tatsächlich, ich habe ja diese Strategiepapiere auch in einem Buch veröffentlicht, wo drin steht, was quasi das Bewerbungsprofil für so einen Muslimbruder ist. Und das ist im Grunde genommen, er muss sich sehr sicher bewegen können. Also er muss quasi koranfest sein, er muss sehr gut präsentieren können, er muss Fernsehlike sein, er muss anschlussfähig sein in der Gesellschaft, also auch in der Politik, bei den Medien. Und es steht tatsächlich nicht drin, wenn ich das jetzt nochmal rekapituliere, wo du das sagst, dass er ein islamkonformes Leben zu führen hat. Also es steht drin, wie er zu sein hat, dass er diesen Islam mega gut rüberbringen können muss. Auf eine moderne Art und Weise zugewandt. Es steht nicht drin, dass er so leben muss. Dennoch wäre ich da natürlich vorsichtig. Ich würde schon davon ausgehen, dass das Gros der Muslimbrüder selbst auch gläubige Muslime sind. Worauf sie extrem Wert legen, ist die Anschlussfähigkeit. Sie sagen, wir können das gar nicht alleine schaffen, diese Unterwanderung. Wir brauchen Partner. Genau. Und diese Partner sind Entwicklungsorganisationen, das sind Bildungsorganisationen. Das sind auch Globalisierungskritiker. Es gibt in dem Papier eine Stelle, wo ganz klar gesagt wird, tut euch mit denen zusammen, die dem diesem Globalismus entgegenstehen. Ja, also Globalismus ist ja auch ein Chiffre, tatsächlich eine antisemitische, aber diese Globalisierungskritik wird offen aufgenommen. Es gibt mittlerweile auch Klimaschützer muslimischer Provenienz und für mich ufert das Ganze oder gipfelt das Ganze im Grunde genommen auch in dem Tun von dieser Greta Thunberg, die dann irgendwie sich mit diesen Gaza-Flotilla-Leuten zusammengetan hat, wo man dann, wenn man das sieht, denkt, da hat sich quasi 1:1 diese Strategie der Muslimbruderschaft, Anschlusspartner zu finden, schon verwirklicht. Total. Auch bei Medien, die plötzlich
Propaganda machen für das Kopftuch und sagen, das ist doch in Wahrheit ein befreiender Akt, um sich quasi der männlichen Übergriffigkeit zu entziehen. Und der Versuch, denen das wegzunehmen, das sei frauenfeindlich. Das sind ja so Narrative, die da gestreut werden. Und die kommen tatsächlich, die habe ich in diesen Papieren gefunden. Ja, das ist sehr interessant. Auch so absurde Konzepte wie antimuslimischer Rassismus oder so, die dann immer wieder ich finde, das ist auch eine neue Erfindung oder so. Das gehört auch zu diese Strategie mit Islamophobie, das hat sich irgendwie abgenutzt, wurde zu oft diskutiert, da kommt man nicht mehr so weiter. Jetzt ist Islamkritik plötzlich Rassismus. Es ist nicht mehr eine Phobie, es ist jetzt wirklich was ganz Böses, es ist Hass. Genau, darum geht's. Genau, und das fand ich auch sehr interessant. Und da finde ich es auch interessant zu beobachten, wer das übernimmt, welche Outlets das immer wieder gurgeln. Naja, also man muss sagen, dass dieses Wort, was für mich tatsächlich jeglicher Wissenschaftlichkeit entbehrt, es ist so wie mit der Islamophobie. Pascal Bruckner, ein französischer Soziologe, hat mal gesagt, es ist ein totalitärer Begriff, weil er quasi jede Kritik tot macht. Wenn ich den Islam kritisieren möchte, und das muss jeder Mensch recht sein, eine Religion zu kritisieren, wird er auf diese Weise zum Rassisten gemacht. Ne? Also indem ich sage, antimuslimischer Rassismus, dabei ist ja nun mal, wenn wir uns beide einig sein und viele der Zuhörerinnen und Zuhörer auch, das ist eine Religion und keine Rasse. Es ist einfach intellektuell schon wirklich hochgradig fragwürdig zu sagen, es gibt antimuslimischen Rassismus. Das konnte mir auch bis jetzt wirklich niemand erklären, auch wenn ich Leute gefragt habe. Aber, und das habe ich halt recherchiert, dieser Begriff hat es in die Regierungskommunikation geschafft, von Bundesländern, der Bundesregierung. Und er hat es geschafft, dass wirklich Millionen, und ich habe es mal ausgerechnet, allein in den letzten 10 Jahren in Deutschland wurden 25 Millionen Euro ausgegeben für die Erforschung und Bekämpfung des sogenannten antimuslimischen Rassismus. Das heißt, wir haben es auch noch zu tun mit einer wirklichen Gelddruckmaschine, würde ich sagen, die sich mit einem Begriff schmückt, der sich der Wissenschaftlichkeit entzieht. Völlig, das ist absurd, das ist so verrückt. Aber du hattest ja jetzt auch vor kurzem, hattest du nicht darüber berichtet, was war das nochmal? Islamic Relief? Ja, das war das, genau. Islamic Relief ist ja nochmal ein Sonderfall. Das ist natürlich ein Verein, der weltweit operiert, den ich auch jetzt seit wirklich fast 10 Jahren im Visier habe, der es aber geschafft hat, durch dieses Wohltätigkeitsding zu Ehren zu kommen, der es geschafft hat, SPD-Politiker, Grünen-Politiker, Frank-Walter Steinmeier, damals noch als SPD-Politiker, zu gewinnen, die Werbung gemacht haben. Man muss sich mal vorstellen, wir würden heute rauskriegen, dass Julia Klöckner irgendwie Werbung für irgendwelche Reichsbürgerfrühstücke gemacht hätte. Was hier los wäre. Aber denen ist das gelungen. Die sagen natürlich, wir sind keine Extremisten, wir haben auch nichts mit der Muslimbruderschaft zu tun und schon gar nicht mit Terrorismus. Ne? Sie lehnen das komplett ab, sagen sie. Gleichwohl sind sie natürlich in Israel verboten, in den Emiraten verboten, weil man ihnen nachsagt, dass sie eben Geld um den Globus schieben und dass sie Teil des Finanzierungssystems der Hamas sind. Auch das weisen sie brüsk zurück und sollte man immer auch dabei sagen. Also bitte hinterher nicht wegschneiden, dass sie das bestreiten, weil die sind klagefreudig. Die haben immer noch viel Geld, aber es gibt Erfolge. Durch diese dauernde Berichterstattung, nicht nur durch mich, auch durch andere Mitstreiter, ist es jetzt gelungen, dass Deutschland hilft, sich getrennt hat. Ja, das habe ich auch gesehen. Gute Nachricht, die wir auch mal verkünden sollten. Hat 10 Jahre gedauert und Islamic Relief hat, glaube ich, 16 Millionen Euro vom Auswärtigen Amt und dem Entwicklungshilfeministerium bekommen. Das ist verrückt. Und die haben gleichzeitig auch viele, viele Millionen in die Zentrale nach Birmingham geschafft. Es sind auch Geldströme, die schwer nachzuvollziehen sind, die aber weltweit stattfinden. In diese Doku, die ich vorhin erwähnt habe, da kommt Islamic Relief auch vor. Und ich meine, die Doku ist sogar von wann ist die? Die ist von
Naja, die ist hier 2025 gepostet worden, die ist aber älter, das sieht man auch. Aber da kommt Islamic Relief vor und da allerdings in Ägypten. Die kümmern sich dort auch um die armen Leute und so radikalisieren sie die. Die Ja, Ärmsten, natürlich. die nichts Klar. zu essen haben und so weiter. Genauso haben sie ja auch über solche Institutionen wie Islamic Relief, hat ja die Moslembruderschaft in Ägypten damals nach dem Arab Spring ja auch die Macht an sich gerissen, weil sie zu diesen armen Leuten in die ruralen Gebieten gingen, überall, hier hast du ein bisschen Essen, hier hast du Geld und so weiter, wählt uns, ne? Wir kümmern uns. Wir kümmern Natürlich, die uns, sind gegen genau. diese feudalistischen arabischen Herrscher und Genau. Erdogan hat es ja genauso gemacht als Bürgermeister in Istanbul. Unglaublich tolle Sozialprogramme. Ich glaube, es gab keinen, der so viel Sozialwohnungen gebaut hat. Und natürlich haben die entdeckt, diese Brüder, darf man ja sagen, Muslimbrüder darf man nicht sagen, dass Sozialpolitik ein Tunnel ist, neben Bildung. Bildung und Sozialpolitik. Also ich erreiche die Köpfe der Erwachsenen, indem ich ihnen das Gefühl gebe, ich bin für euch da. Wir beuten euch nicht aus. Wir sind gegen die Ausbeuter und schon erst recht gegen westliche, zionistische Ausbeuter. Aber im Kleinen sind wir auch für euch da, weil wir ein Ohr haben für euch. Und das hat die Hamas auch stark gemacht. Und das hat Erdogan stark gemacht. Das ist ein Rezept. Und umso wichtiger ist, dass wir eben genau diesen Leuten hierzulande den Weg abschneiden und sagen, also ihr kommt nicht dran an die jungen Leute und wir lassen euch nicht ran Ja. an die Schulen. Es geht nicht an, dass ihr Religionsunterricht machen dürft hier. Bin Ja. ich strikt dagegen. Ja, absolut. Ich meine, gerade jetzt kommen wir nämlich darauf, Bildung. Du hattest ja auch, es gibt ja ein Kapitel in deinem Buch, du sprichst über diese Kita. 4 Millionen Geld der hart verdientes Geld der Steuerzahler an eine Organisation oder sagen wir mal an einem Träger, der eine Verbindung hat, die zurückverfolgt werden kann nach Irak zu einem sehr fragwürdigen Imam, einem radikalen schiitischen Imam Sistani, der auch in England eine Stiftung Kondos hat. ja. Genau. Und erzähl mal ein bisschen darüber. Ja, also es war so, dass in Nordneukölln tatsächlich ein Mangel herrschte an so einer Kita und dann gab es halt findige Leute, die in ihrem Erwerb sonst von Übersetzungen, anderen Dingen leben, die haben sich beworben, eine Kita zu bauen und zu errichten und haben dafür 4,2 Millionen Euro vom Senat in Berlin zugesprochen bekommen. Und das war jetzt für mich als Journalisten gar kein Hexenwerk. Ich habe natürlich einen Tipp bekommen, mir die mal genauer anzugucken. Aber dieses genaue Angucken hat ein paar Stündchen gedauert, bis ich gesehen habe, dass die Betreiberfamilie, die diese Kita baut und dann hinterher auch betreiben soll, dass die halt in einem Moscheeverein tätig sind, in unterschiedlichen Funktionen. Dass der Geschäftsführer war, dieses Kita-Errichters, dass der sogar schiitischer Funktionär bei der IGS war, mit besten Kontakten zum IZH, zu den Hardcore-Islamisten und Antisemiten in Hamburg. Kann ich auch ein bisschen weiter noch auswälzen, was ich da herausgefunden habe. Das war kein Hexenwerk, das rauszufinden. Und ich habe dann mich an den Senat gewandt und dachte, okay, zu der Zeit waren auch noch nicht mal 1 Million ausgegeben. Man kann das Schlimmeres verhindern. Es wurde nicht verhindert. Es wurde trotz dieser Hinweise nicht verhindert. Mittlerweile ist das Geld komplett weg, weil dieses Land Berlin es nicht geschafft hat, zu sagen, wir stoppen diesen Bau, wir stoppen das Geld, weil wir haben ja nichts in der Hand. Der Verfassungsschutz hatte keine Kenntnisse. Mittlerweile haben sie Kenntnisse. Ich habe denen nachgewiesen, dass sie eine gemeinsame Fatwa gemacht hatten, dieser Kita-Betreiber, mit Herrn Muffateh. Mittlerweile ist der weg. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Du kennst ihn ja viel besser. Muffateh war der Chef des IZH, der Blauen Moschee. Ach so, ja. Wie Doch, spreche ich das den ist aus? doch ein Ja, der ist auf jeden Fall Muffateh. Muffateh. Und der ist weg, aber der hat mit diesem Kita-Betreiber zusammen eine Fatwa, die konnte man im Internet finden. Ja, ich habe mich die dann auch erkundigt. gesehen. Ich habe mich dann erkundigt, ist das echt? Ist das irgendwie Nee. ein Fake? Nein, es ist kein Fake. Der ging auch an die Islamkonferenz. Das hatte der Verfassungsschutz nicht. Und ich habe dann rausgefunden, es gibt tausende Kita-Betreiber, die werden alle nicht überprüft. Da gibt es vielleicht auch sonstige Aluhüte Reichsbürger, die Kinder erziehen dürfen in Deutschland, die nicht überprüft werden auf ihr Mindset. Das ist unfassbar. Und in dem Fall war es halt für mich tatsächlich die unglaublichste Geschichte, dass Leute
Der Martin Hickel hat ein schönes Wort dafür gefunden, Ayatollah-Mindset, dass Leute mit einem Ayatollah-Mindset eine Kita betreiben dürfen. Das ist unfassbar. Mittlerweile hat das wohl dazu geführt, dass dieser Geschäftsführer, über den ich da berichte in dem Buch, seinen Hut genommen hat als Geschäftsführer. Sein Sohn ist jetzt da. Ja. Diesen Sohn habe ich auch schon kennengelernt. Und weißt du wann? Bei meinem allerersten Besuch dort. Da habe ich einfach mal mich privat ein bisschen dort umgetan, bin über die Straße in eine Kleingartenkolonie, die benachbart ist, um mir ein Bild zu machen. Plötzlich kommt so ein Typ mit laufendem Handy hinter mir her. Was drehen Sie hier? Ich sage, ich mache mir hier ein Bild von dem Vorhaben. Warum sind Sie nicht angemeldet? Ich sage, ich bin hier auf freiem Grund. Der kam mir hinterher, hat mich gedreht, ich habe ihn dann zurückgedreht. Also ein überaus seriöser Mensch, der dann auch alles versucht hat, unsere Kameraaufnahmen zu verhindern. Der ist dann vor uns hergesprungen. Also ich habe Aufnahmen immer noch vorliegen, wo er sich vor mich stellt, wenn ich ein Bild von seinem Zentrum da machen wollte. Und der ist jetzt der Nachfolger, also eine überaus seriöse Figur, der jetzt dieses Ding dann zu Ende baut. Und wo ja dann 180 Kinder erzogen werden. Das ist total der Wahnsinn. Also um das Geld finde ich es jetzt mittlerweile nicht mehr schade. In Berlin spielt das wahrscheinlich sowieso keine Rolle mehr. Wir sind ja arm, aber sexy. Aber dass mit diesem Geld Kinder erzogen werden, das ist ein Skandal. Und da muss ich sagen, das muss wirklich immer noch verhindert werden. Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn man sich die Fatwa anguckt. Es ist Pädophilie. Widerlich. Ja. Und man kann es hier gar nicht wiedergeben. Soll jeder nachlesen. Kann man tatsächlich Assistani.org. Extra auch für Menschen im Westen geschrieben. Ich kann das ja mal, also jetzt nicht im Detail, aber es geht mehr oder weniger darum, Kinderheirat zu legitimieren. Und, ja gut, also eins kann man schon sagen, es wird gesagt, es ist nicht erlaubt, mit seiner Ehefrau Sexualverkehr zu haben, bevor sie das 9. Lebensjahr erreicht, was ja zwei Sachen impliziert. Erstens, möglicherweise darf ich sie schon vorher heiraten. Ja, das sowieso. Was ja widerlich ist ja eine Zwangsheirat. Und auf der anderen Seite darf ich sie dann auch noch sexuell vergewaltigen. Also das hat mir wirklich, ich habe das dann auch 3-mal nachgegoogelt. Ich habe dann auch Armin Eshraghi angerufen, der sich im Schiitentum gut auskennt, ob das sein kann, ob sowas gibt. Das gibt es auch im Sunnitentum. Und er sagte, es gibt es überall. Überall. Es gibt es im gesamten Islam. Die meisten Muslime sind im Grunde genommen friedlich und würden so eine Fatwa verurteilen. Natürlich. Aber die Gefahr ist nur, dass Überlieferungen von Radikalen genutzt werden, um politischen Einfluss zu gewinnen. Das bringt mich jetzt wieder auf unser politisches Thema, dass wir mal wegkommen von diesen Kinderschänder-Passagen, die es leider gibt. Es ist ja so, es gibt handfeste Zahlen und ich wollte sie selbst nicht glauben, die kamen auch nach dem Erscheinen meines Buches. Der Motra-Monitor. Du hast da bestimmt schon drüber berichtet. Ja, ich habe es gelesen, den Bericht. Und da steht ja drin, dass bei den muslimischen Menschen oder die sich so sehen, dass von denen unter 40-Jährigen oder bis 40 Jahre alt 45% latent oder manifest eine Neigung haben zum Islamismus. Ja. Also nicht mal so, das irgendwie vielleicht teilweise nachvollziehen können, sondern eine latente oder manifeste Neigung dazu haben, die Scharia über das Grundgesetz zu stellen. Und das finde ich eine erschreckende Botschaft, weil das zeigt ja, dass gerade dieser politische Islam, ich weiß, du magst den Begriff nicht, aber diese politischen, also diese islamischen Aktivisten, dass die es schaffen, gerade jüngere Leute auf ihre Seite zu ziehen im Mindset. Das ist die eigentliche Gefahr. Natürlich, es ist, oder sagen wir mal so, der Begriff ist nicht präzise genug. Es ist nicht politischer Islam, sondern der politische Aspekt Islams. Weil Islam ist ja auch politisch. Es ist, man kann das nicht trennen. Und der Erdogan hat das ja selbst gesagt. Islam ist Islam. So ist es. Ja klar, die Islamisten selbst machen diese Unterscheidung auch nicht. Nee. Diese Unterscheidung machen wir hierzulande, um uns abzugrenzen von Religionsfeindlichkeit. Genau. Auch ich mache das so. Natürlich, weil ich natürlich nicht in den Ruf geraten möchte, mich an einer Religion zu vergreifen. Weil eine Religion ist eine Religion. Mir geht es darum, dass diese Religion nicht übergriffig sein darf, dass sie nicht an den Grundfesten unserer Gesellschaft rütteln darf und sich schon gar nicht an Menschen vergreifen darf. Genau, und da sprechen wir dann eben diesen politischen Aspekt an, den ich ja wegreformiert sehen möchte. Das meine ich. Weil es hat ja auch einen spirituellen Teil.
der erste Teil des Korans oder die erste Hälfte des Korans ist ja spirituell und die zweite Hälfte ist sehr kriegerisch und gewaltverherrlichend. Du, ist ja beim Alten und Neuen Testament ähnlich. Genau. Das Alte Testament strotzt vor Gewaltszenen und Gewaltaufrufen und das Neue Testament ist frei davon. Genau, und diese Passagen muss man wieder rausnehmen. Vor allem den Anspruch zu regieren muss man rausnehmen. Dann ist es wirklich eine private Religion. Wenn wir über Integration sprechen, welche Fehler wurden in Deutschland gemacht und wie kann man das denn noch korrigieren? Ich glaube, der Hauptfehler war, dass wir uns selbst auferlegt haben, 100% tolerant zu sein, nicht genau hinzugucken, wer kommt zu uns, mit welchem Mindset kommt man zu uns, warum kommt man zu uns, weil man uns mag, weil man unser Gesellschaftssystem liebt und bewundert, weil man Teil von uns werden will oder weil man es bekämpfen will. Und wir haben zwischen diesen ganzen Varianten keinen Unterschied gemacht. Das war der Hauptfehler. Diese unbedingte, fast fanatische Toleranz gegenüber allem, was von außen kommt. Das hat sicherlich historische Gründe, das hat Gründe, dass wir uns auch am Anfang schwer getan haben, als Einwanderungsgesellschaft zu sehen. Muss man auch ganz klar, es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass es gerade bei der Union schwere Vorbehalte dagegen gab, wir Einwanderungsland zu sein. Das hat sich mittlerweile erledigt. Nur die Gegenbewegung, und das ist halt das Fatale in Deutschland, wir haben immer so Wellen. Erst haben wir so eine Aversion, wir wollen keine Einwanderungsgesellschaft sein, und dann wollen wir es zu 120% sein, ohne hinzugucken, wer kommt, und das ist fatal. Das ist so verrückt. Auch ein bisschen typisch deutsch, dass wir so immer so in Extreme verfallen, ein bisschen beängstigend auch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man einen Teil wieder gut machen kann, indem man jetzt wirklich aktiv, es kostet halt viel Geld, rangeht an Bildungseinrichtungen, weil wir haben die Menschen hier, diese Menschen haben Kinder bekommen, diese Kinder haben es verdient, dass wir sie hier ertüchtigen für die Demokratie, auf das wir stolz sind. Und natürlich ist das ein Riesenbalanceakt. Wenn ich 10 Jahre oder 20 Jahre zugucke, wie in Neuköllner Wohnzimmern, via Satellit, Hasspropaganda von Al Jazeera, jeden Tag über die Glotze flimmert, wo gesagt wird, Juden sind Mörder. Juden sind Kindermörder. Und wo auf Al Jazeera Arabic mit islamischen Schlachtrufen Kartuschen abgeschossen werden. Habe ich selbst gesehen, im Syrienkrieg haben die quasi embedded diese Dschihadisten mitbegleitet. Und das wurde hier permanent gebracht. Da muss ich mich nicht wundern, dass die Kinder, die dann jetzt quasi ihr Elternhaus verlassen, in die Schule kommen, dass die Judenhasser sind. Das heißt, es ist eine gigantische Aufgabe, die angegangen werden muss, diese Kinder von diesem Pfad wegzubringen und diese Kinder davon zu überzeugen, dass sie einer fanatischen Ideologie aufgesessen sind, die nichts mit Religion zu tun hat, die aber natürlich aus der Religion sich speist. Ne? Also das muss man schon klar sagen, ohne die Religion gäbe es diesen Judenhass nicht. Ja, natürlich. Ich meine, es gibt ganz viele Passagen, wie gesagt, in den Hadithen und im Koran auch, die antisemitisch sind. Die gab es aber auch im Christentum. Ja. Nur die wurden im Christentum durch die Reformation entfernt und im Islam sind die immer noch vorhanden und die werden immer noch hergezogen, um es zu rechtfertigen. Und das muss man vielleicht auch in die Bildung mit integrieren. Ich glaube, die Lehrer müssen nämlich auch gebildet werden. Die sind ja vollkommen am Ende. Wenn du die fragst oder was sie erleben teilweise, die sind dann auch sprachlos. Wenn Kinder plötzlich das Handy zücken und sagen, guck mal, ich habe ein Bild von Adolf Hitler, das ist mal jemand, der endlich viele Juden umgebracht hat. Was sagst du dann als Lehrer? Ja. Da stehst du doch vor und verstehst die Welt nicht mehr. Glaubst gar nicht, dass es sowas gibt, aber es ist leider, verbreitet. Ja. Und dadurch, dass wir natürlich quasi die Aufnahme der Menschen komplett unreguliert gemacht haben. Und wenn man jetzt noch erfährt, in Berlin gibt es immer noch die Online-Staatsbürgerschaft, wo dann nicht mal irgendjemand vom Amt sich den Menschen anguckt, der kommt. Das reicht, irgendwie Geld zu bezahlen, die Profile hochzuladen und dann kann ich Staatsbürger werden. Das geht nicht. Wenn man das nicht stoppt, dann ist die Entwicklung irgendwann nicht mehr zu kippen. Ja.
Und dann steuern wir natürlich auf ganz gefährliche Zeiten zu, weil dann werden die Islamisten sich organisieren, politisch, militärisch, und es wird eine Gegenbewegung geben. Genau. Und diese Gegenbewegung erleben wir jetzt schon in Form von rechtspopulistischen Parteien wie der AfD. Wenn die sich aber ähnlich dann auch radikalisieren, dann sehe ich wirklich schwarz für das, was in 10 Jahren hier in Deutschland stattfindet. Ja, man kann sich ein Bild machen, wenn man sich England ein bisschen anschaut. Also ich sehe schon Ansätze davon, auch hier bei uns mit den Gruppenvergewaltigungen und so weiter. Es ist noch nicht so ausgeprägt wie dort, aber wir sind auch schon auf dem besten Weg, ne? Wenn wir da jetzt nicht aktiv, wie du gesagt hast, in der Bildung was machen, vor allem auch die Lehrer mit den Tools ausstatten, weil da sehe ich wirklich das größte Problem. Die sind überhaupt nicht dafür ausgestattet, um da, nee. Das ist wirklich. Ja, dem wurde jetzt auch jahrelang erzählt, dass es kein Problem gibt. Das ist ja so eine Art von Gaslighting. Ne? Ich erzähle den Leuten, es gibt kein Problem. Im Freibad gibt es kein Problem. Es gibt auf der Straße, es gibt zwar jeden Tag zig Messerangriffe in Deutschland. Verrückt. Ich glaube, es gibt mittlerweile 80 am Tag, statistisch. Ja, wenn man das irgendwo sagt, da wird man angeguckt, wo sollen die denn stattfinden? Ich sage ja, das ist Statistik. Ja, wenn du in Prenzlauer Berg wohnst, dann kriegst du es natürlich nicht mit. Ja, wenn dann aber jemand sagt, das stimmt alles so nicht, dann fühlen die Leute sich natürlich komplett verarscht und sagen, wenn man mir dauernd sagt, dass ich mich irre in meiner Wahrnehmung, dann schlage ich zurück. Ja. Dann wähle ich jetzt Leute, die mir irgendwas erzählen und die mir die ganze Zeit gesagt haben, du irrst dich, das ist ja alles nicht so schlimm, die wähle ich auf keinen Fall mehr. Und das ist genau der Effekt, deswegen muss die AfD eigentlich im Grunde gar nichts tun. Naja, die besten Wahlhelfer sind doch so Leute wie die Bärbel Bas. Ja klar, und so. Super. Ja. Natürlich. Und dann noch das eigene Volk beschimpfen als Einheitsgrau, Einheitsbraun. Das hatte mir noch die Spitze aufgesetzt. Erstmal behaupte ich, es gibt keine Einwanderung in die Sozialsysteme und dann beschimpfe ich die eigene Wahlbevölkerung als Nationalsozialisten. Also es ist absurd, wirklich. Mehr Wahlkampf für die AfD geht nicht. Geht gar nicht. Es ist echt. Naja, okay, so. Aber nach all deinen Recherchen, bist du jetzt optimistisch oder eher pessimistisch? Und was müsste konkret passieren, sagen wir mal? Konkret muss es eine komplette Kehrtwende geben in der Migrationspolitik, im Umgang mit denen, die herkommen, mit der Frage der Aufnahme, der Staatsbürgerschaft, der Rechte und Pflichten. Und dann muss es halt ganz, ganz viel Geld in die Hand genommen werden im Bildungsbereich. Das wird alles übersteigen, was wir uns jetzt vorstellen können, weil das ist nicht damit getan, jungen Leuten zu erklären, wie toll das Grundgesetz ist. Die müssen dann Demokratie lernen in der Schule, die müssen das Gefühl haben, ich kann mitbestimmen. Das heißt, da muss es Workshops geben, da muss es Demokratiehelfer geben im Grunde genommen, um diese Verheerung, die wir haben. Und es handelt sich ja nicht um ein paar wenige Menschen, sondern um Hunderttausende, in diese Gesellschaft zu integrieren. Das heißt, wir müssen die Integration nachholen, die eigentlich vorher stehen müsste. Also das, was eigentlich gemacht werden muss, ist ja erst Integration und dann Staatsbürgerschaft. Das müssen wir jetzt andersrum leider hinkriegen. Und da zwinge ich mich auch zu, Optimist zu bleiben. Ich sehe da ein Problem, weil ich sehe die Integrationshelfer, also die Demokratie, unsere Demokratiehelfer, die bisherigen, nicht alle, aber viele von denen als Teil des Problems. Sicherlich. Und weil die meine ich auch nicht, die will ich da auch nicht mehr haben. Genau. Also ich bin auch dafür, dass wir diese gesamte NGO-Finanzierung auf den Prüfstand stellen. Total. Auf Reset stellen. Genau. Und man dann genau guckt, wer hilft, monitort, wer hilft nicht. Und dann kann man sich neu daran machen. Und Leute, die mit antimuslimischem Rassismus rumhantieren, sollten meiner Ansicht nach jedenfalls keinen Cent mehr bekommen. Absolut, sehe ich auch so. Und vor allem, eine Chance für uns nach vorne besteht nur, wenn wir ehrlich werden. Solange wir, genau das, was du vorhin gesagt hast, solange wir das runterspielen und leugnen und gaslighten, wird das, ich stelle mir das vor wie so ein Kessel, das gerade wirklich unter großem Druck steht. Und diese Gefahr sehen unsere Elite nicht. Ja, ich habe sowas gegen diesen Begriff Eliten, weil ich glaube, die sind einfach abgehoben, ja. Teilweise wissen die aber schon, was sie tun und trauen sich dann aus machtpolitischen Erwägungen nicht Klartext zu reden.
Also ich hätte als Bundeskanzler nicht durchgehen lassen, dass meine Ministerin das eigene Volk beschimpft. Nee. Also erst hat sie ihn ja beschimpft, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Irgendwie Bullshit, hat sie mal gesagt, glaube ich, über irgendwas, was Merz gesagt hat. Ja. Gut, das kann man ja noch wegschlucken, so als Aber Chef trotzdem unsäglich. und sagen, okay, ich lasse das einmal durchgehen, aber danach beschimpft dann quasi alle, Ja. die sie gewählt haben und darüber hinaus hier leben, hätte ich mir nicht bieten lassen. Aber das zeigt dieses Beispiel, wo das Problem hängt. Das ist nämlich die Angst auch vor Machtverlust, es ist die Bequemlichkeit. Ja. Und das muss man ja dem Merz lassen. Das mit dem Stadtbild war ja nicht doof. Ich bin durch Kreuzberg gerannt am nächsten Tag und habe Stimmen eingefangen und war baff erstaunt, dass ganz viele türkische Leute da gesagt haben, er hat doch recht. Aber das ist das Erstaunliche. Wir Ausländer, also hierher emigrierte, ich bin ja Deutsch-Iranerin, aber trotzdem, wir, die aus Ländern kommen, wo wir das Ganze auch gelebt haben, ja, wir stimmen ihm zu. Ja. Wir kennen es, wir wissen. Aber diesen Mut, das mal auszusprechen, auch mit den kleinen Paschas, wo jede Lehrerin in Deutschland weiß, was er damit meint. Ja. Da gibt es niemanden, der das nicht weiß. Genau. Ne? Aber das dann auch mal auszuhalten, durchzuziehen, das wäre wünschenswert und das würde sicherlich auch helfen. Jetzt. Aber ja, dann passiert am Ende des Tages halt dann doch nichts aus der Angst vor Machtverlust. So, wenn wir jetzt dieses Gespräch in 5 Jahren noch einmal führen würden, woran würdest du erkennen, dass Deutschland den richtigen Weg eingeschlagen hat? Indem wir es gar nicht mehr führen müssen. Stimmt. Ah ja, stimmt. Ja, super. Also, Sascha, vielen lieben Dank für das Gespräch, für die Einordnung. Es war mir eine große Freude. Ja, mir auch. Hat Spaß gemacht. Danke ja, dir. Total.